Was landet im Einkaufswagen eines Ernährungsberaters? Tommy zeigt's uns. Wir gehen heute mit Personal Coach Tommy einkaufen. Er zeigt uns seine Must-Haves an Lebensmitteln und erklärt, worauf es wirklich ankommt. Und auch, warum Linsennudeln einen extrem hohen Stellenwert bei ihm genießen. Kalorien, Nährwerte, Prinzipien. Hier gibt's den vollen Überblick. Let's grow! Benny, bist du ready? Training ist erfolgreich beendet, Tommy. Vielen Dank erstmal. Hat richtig Bock gemacht. Dankeschön. Jetzt gibt's für euch. Jetzt gibt's noch einen Shake, oder was? Jetzt müsst ihr auf jeden Fall gut versorgt sein. Proteins, wichtig. Proteins. Proteins. Protein rocks! Awesome. Protein rocks. Protein. 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 Was machen wir jetzt, Gehen wir Tommy? schön einkaufen, damit ihr wisst, was ihr mit zu Hause haben solltet. Ja, wir sind gespannt. Ganz viel Erdbeerkäse. Ganz viel Erdbeerkäse. Für deine Kinder darf es auch mal aus der Dose sein. Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Sehr gut. Und jetzt gehen wir Perfekt einkaufen. Let's go, team! Let's go! So, jetzt gehen wir einkaufen. Brother, In the Lidl. jetzt gehen wir einkaufen. Also ein bisschen überbelichtet, oder? Kann es sein? Nö, gar oder? nicht So, wir sehen so aus. Okay, Hier. Also, los geht's, oder? jetzt geht's los. Ab zum Lidl. Jetzt geht's los. Wir sind nicht gesponsert von Lidl. Noch nicht. Da kommen wieder ein paar Eier hier in den Wagen. Das ist normal. Das ist so, wie viel ist das, so eine Wochenration? So, Tommy. Lass mich draufpacken, dann wirst du nie wieder. Hörst du mich schon hier so quatschen? Also lass mal ein bisschen. Ja, also wir waren ja jetzt gerade einkaufen mit dir und genau, vielleicht kannst du noch mal so zusammenfassend irgendwie ja unsere Audience auch beschreiben, so worauf sollte man so achten? Was macht eine ausgewogene Ernährung halt auch irgendwie aus? Okay. Außer den Kalorien vielleicht. Also das wird ja schon jetzt, das hat ja auch jeder so ein bisschen eine andere Sicht der Dinge, was jetzt wirklich eine ausgewogene Ernährung ausmacht. Meine persönliche Meinung ist folgende. Das erste, was fast alle meine Kunden nicht genügend reinbekommen, hochwertige Proteine. Ich bin ein Riesenfan von ausreichend Protein. Was bedeutet ausreichend Protein? Da kann man sich jetzt natürlich auch zu Tode streiten. Die Wissenschaft ist da Stand jetzt ziemlich eindeutig. Irgendwo zwischen 1,6 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, ich wiege 100 Kilo. Das Minimum sollte 160 Gramm Eiweiß sein, bis zu 240 Gramm Zweiteres pro Tag. Würde ich jetzt aber wirklich den wenigsten empfehlen. Also meistens gehe ich bei meinen Kunden irgendwo zwischen 1,6 bis 2 Gramm Eiweiß hin. Das reicht und dann bist du auch wirklich satt. Das heißt, mehr hochwertiges Eiweiß. Eiweiß wird bis heute immer noch nur so verstanden, dass es die Bodybuilder brauchen, um die dicksten Muskeln zu haben. Und das ist einfach Blödsinn. Protein. 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 Proteine wird für jeden Aufbau, für jede Erneuerung im ganzen Körper benötigt. Du hast dich verletzt, du brauchst Proteine. Du musst dich erholen, du brauchst Proteine. Du bist krank, du brauchst mehr Proteine. Proteine sind die Bausteine des Körpers und deswegen sollten wir mehr hochwertiges Protein essen. Speisequark, also Magerquark oder
Körniger Frischkäse. Oder was ich jetzt auch hier, glaube ich, noch zu Hause habe, ist natürlich auch noch die andere Variante, ist beispielsweise ein Skier. Also das ist wirklich so meine persönliche Everyday-Proteinquelle, weil ich das extrem feiere, weil ich es extrem gerne esse. Ich habe jetzt in dem Fall gar kein Fleisch gekauft, aus dem Grund, dass ich gerne weniger Fleisch essen möchte. Dann haben wir natürlich noch weitere Proteinquellen in Form von leichten Mozzarella oder generell natürlich auch von dem Vollfett. Kommt natürlich ein bisschen immer auf die Kalorien an. Und für vegan lebende Menschen finde ich Tofu tatsächlich eine ganz geile Sache. Dann, wie ich schon vorher gesagt habe, Eier. Eier wären, wenn sie vegan wären, wären es wahrscheinlich so das Superfood schlechthin. Alle Vitamine, die wir brauchen, außer Vitamin C, ist abgedeckt. Das heißt, esst mehr Eier, weil das wirklich richtige Nährstoffbomben sind. Da vielleicht noch eine Frage, gibt es da irgendwie auch eine Anzahl Eier, die zu viel ist? Also auch, es gibt alles zu viel. Du kannst wahrscheinlich auch, wenn du 10 Kilogramm Brokkoli am Tag isst, wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen. Also alles gibt es zu viel. Die Dosis macht immer das Gift. Aber ich würde jetzt mal, also ich kann jetzt von mir sagen, ich kann von meinen Blutwerten sprechen. Ich esse, also seit ich 2019 würde ich sagen, esse schon am Tag so 3 bis 4 Eier. Und meine Cholesterinwerte, meine Blutwerte, die sind verdammt gut. Und ja, dementsprechend immer auf die Kalorienbilanz gesehen, aber Eier würde ich vielen Menschen empfehlen. Weiter geht's. Also zweite Sache, was in der Ernährung bei den meisten zu kurz kommt, sind Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind zum einen Obst, Gemüse, dann, was ich schon weggepackt habe, dass es mir nicht auftaut, TK-Gemüse. Du musst nicht TK nehmen. Ich persönlich kaufe, abgesehen von Pilzen und Paprika, nur TK. Warum? Es sind mehr Vitamine vorhanden. Es ist einfach zu portionieren. Ich schmeiße nichts weg und ich muss nichts schnippeln. Was mir persönlich extrem wichtig ist. Ich mache mir immer so ein ganzes Kilo-Paket. Und dann habe ich dann für 3 Tage oder haben wir für 3 Tage Ruhe. Weiter geht es mit Ballaststoffen in Form von Obst und komplexen Kohlenhydrate. Komplexe Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, Reis, Vollkorn, Nudeln. Nudeln kann man wirklich gefühlt so eine ganze Packung auch als Frau essen und du bist immer noch nicht wirklich satt von. Und ich persönlich finde, dass die Vollkorn da schon die bessere Varianten sind. Und vor allem eben die roten Linsennudeln mittlerweile, die kommen extrem gut an. Wie gesagt, Linsen finde ich eine extrem gute Variante. Also zweite Sache, warum wir nicht satt sind und dadurch mehr Kalorien essen, sind einfach nicht ausreichende Ballaststoffe. Wenn du genügend Ballaststoffe gegessen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch schon genügend komplexe Kohlenhydrate haben. Und dann kann man natürlich auch immer so ein bisschen, wenn man gerade sportlich unterwegs ist, gucken, was kann ich vom Sport essen, dass ich meine sportliche Leistung aufrechthalten kann. Und da feiere ich persönlich Cornflakes einfach, weil es sind sehr einfache Kohlenhydrate und sie liegen dir einfach nicht schwer im Magen. Und deswegen, wie du auch hier siehst, haben gar nicht mal so viel Zucker, wie jetzt viele denken würden. Ist das nichts Verkehrtes rund um den Sport eben herum. Gerade vor dem Sport, damit du eben wirklich eine gute Power hast. So, das sind für mich die 2 allerwichtigsten Dinge. Mehr Eiweiß, mehr Ballaststoffe. Verbiete dir aber auch nichts. Was liebe ich? Ich liebe Schokolade. Alles, was mit Schokolade zu tun hat. Und ich bin, sogar obwohl es mehr Kalorien hat, bin ich der Fan von dunkler Schokolade. War irgendwie schon immer so gewesen. Vollmilch war nie so meins. Aber die Zartbitter oder Edelbitter habe ich extrem gefeiert. Verbiete dir nichts, denn Verbote oder Verzicht führen früher oder später immer dazu, dass du irgendwann mal komplett durchdrehst und dann viel zu viel isst. Dann kommen wir, wenn wir jetzt genügend komplexe Kohlenhydrate haben mit Ballaststoffen, genügend Proteine, brauchen wir natürlich noch Fette. Fette haben wir auch wieder hier in den Eiern mit dabei. Dann Nüsse. Hier muss ich aber wirklich sagen, das sind jetzt Mandeln. Bei den Nüssen oder auch den Nussmus, wiege es ab, weil du kannst dich hier mal wirklich schnell verschätzen und so 100 Gramm Nüsse haben einfach mal 600-700 Kalorien. Das ist schon viel und ist jetzt auch nicht so schwer zu essen. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, hab ausreichend genügend Fette dabei. Das sind vor allem einmal Eier, Nüsse, Avocado und ja gut, natürlich kann man sagen Lachs.
Thema Obst. Wie ist das überhaupt mit so Obst versus Gemüse? Also ist beides wahrscheinlich super wichtig, aber Genau, beides super, super, super wichtig. Und früher hätte ich noch gesagt, ess mehr Gemüse anstatt Obst. Heute würde ich sagen, ist das, was dir schmeckt. Hauptsache, du kriegst es irgendwie rein. Natürlich ist es so, dass das Gemüse immer weniger Kalorien hat. Und am Ende geht es immer um Kalorien. Aber wenn dir halt Gemüse so gar nicht schmeckt, dann versuch dir irgendeins zu finden, wo du sagst, hey, damit kann ich vielleicht ganz gut umgehen. Oder du schmeißt es dir in einen Mixer rein, machst daraus Soßen. Das heißt, du packst dann passierte Tomaten, sage ich mal, rein oder eine Sahnesoße, bisschen Spinat und schreddest es ein bisschen. Hauptsache irgendwie Gemüse. Ja. Aber mittlerweile, früher war ich da sehr strikt, du musst mehr Gemüse essen in der Diät als Obst. Heute sage ich, such dir halt ein kalorienarmes Obst, wie hier unsere Blaubeeren, Kirschen oder Erdbeeren, TK-Gemüse, Obst. Ja. Hauptsache, du kommst ins Tun und isst dein Obst und oder Gemüse. und hat Gemüse auch Vitamine? Ja, sehr viele Vitamine. Dumme Frage am Rand, aber ich glaube, viele wissen das vielleicht nicht. So. Der Wagen füllt sich langsam. Really? So, hier sind wir beim Gemüse. Ja, hier muss ich tatsächlich sagen, bin ich jetzt nicht so zu Hause, weil ich immer alles tiefkühl kaufe. Ich habe keinen Bock zu schnippeln. Ja. Ich hole alles tiefkühl, außer Pilze. Nährstoff Ist sogar besser Tiefkühl. Tiefkühlobst und Gemüse haben mehr Vitamine, weil sie schockgefroren werden. Das heißt, du hast weniger Arbeit, du verschwendest nichts, weil du es halt wahrscheinlich alles auf einmal kochst. Und du hast mehr Vitamine. Das heißt, Tiefkühlgemüse ist dem frischen mit hoher Wahrscheinlichkeit überlegen. Ich werde nur noch Tiefkühlsachen kaufen. Tiefkühl, was? Tiefkühlkäse. Das typische Tiefkühlgemüse. Käse. Was du immer zu Hause haben solltest, was saugeil schmeckt. Beerenmischungen. Mehr Vitamine, gehen nicht kaputt und wesentlich günstiger. Man kann sie gut portionieren. Schön ins Porridge, am besten abends dann ein bisschen auftauen lassen. Dann hat es auch, finde ich persönlich, einen ziemlich geilen Geschmack. Was hältst du in von der Mangos? Mannschaft. Die finde ich persönlich so geil. Die finde ich auch ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut, aber nur weil es hier tiefgefroren ist. Amor, do you want Mango? Ja? Okay. So. Absolut beste Kohlenhydratquelle, um abzunehmen, Kartoffel. Kartoffeln. Zum Vergleich, Kartoffeln auf die 1. Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die 1. Wenn du überlegst, du kannst 1,1 Kilogramm Kartoffeln essen oder 200 Gramm Reis oder Nudeln. Und ich glaube, wir wissen alle, was wir wirklich essen können. Das ist richtig krass. Die haben dann die gleiche Kalorienanzahl. Genau, richtig. Ah, ja, okay. Okay, Action. abgesehen von Kartoffeln sind Haferflocken für mich die geilste Kohlenhydratquelle. Warum? Sie zeigen in zig Studien, in jeder Meta-Analyse schneiden Haferflocken extrem gut ab. Sie machen satt, zig Nährstoffe drin, wie Magnesium, wie Zink, wie Eisen. Super einfach zuzubereiten. In jeder Küche sollte es dabei sein. Hier füllt sich langsam der Korb. Ganz kurz, warum? Linsen, richtig tolle Eiweißquelle, Kohlenhydratquelle, Mineralstoffquelle mit ganz vielen Ballaststoffen. Deswegen bin ich schon ein Riesenfan von diesen roten Linsennudeln, weil du hast immer noch deine Nudeln, aber die machen dich endlich mal satt. Und rote Linsen kaufe ich normalerweise, die haben sie heute aber nicht. Finde ich eine super tolle Kohlenhydratquelle, weil sie dich extrem lange satt machen, viele Ballaststoffe haben, viel Protein auch nochmal haben und man es einfach verdammt gut kombinieren kann. Beispielsweise kannst du nämlich auch deine rote Linsen, kannst du 1:1 vom Reis kochen, dann hast du Hälfte Reis, Hälfte rote Linsen und du hast das Beste aus zwei Welten. Und was war mit Vollkorn. Vollkorn? Warum Vollkorn? Mehr Ballaststoffe, sie werden dich einfach länger satt machen und wenn du länger satt bist, wirst du auch weniger Kalorien zu dir nehmen. Aha, okay. It sounds so easy. Also, die beste Eiweißquelle für mich persönlich, weil ich nicht so viel Fleisch essen möchte, ist ganz klar Magerquark. Pro 500 Gramm sind wir hier einfach bei 60 Gramm Proteine. Ganz oft in Kennenlerngesprächen bei mir sagen viele, ja, sie essen als Proteinquelle den Joghurt. Das ist nicht verkehrt. Also ich habe nichts gegen Joghurt, aber auch hier wieder der Vergleich. Wir haben pro 100 Gramm bei Magerquark 12 Gramm Eiweiß,
Und beim Joghurt haben wir gerade mal 5,3 Gramm Eiweiß. Das heißt, hier haben wir auch wieder wesentlich mehr Kalorien am Ende drin, anstatt beim Magerquark. Wenn es um Eiweiß geht, hol dir den Magerquark oder den Skyr oder Kölniger Frischkäse. Aber es schmeckt halt irgendwie scheiße. Dann pack dir mal Chunkies rein. Okay, Chunkies sind halt Nonplusultra. okay. Chunky Flavor ist Süßungsmittel. Brutal. Kann ich dir später mal zeigen. Alter, er hört gar nicht mehr auf. Er kauft den ganzen Laden. So. Wenn es ein Superfood geben würde, was wirklich seinen Namen gerecht werden würde, Eier. Wir brauchen mehr Eier. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen exakt gefehlt? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Nährstoffbombe vor dem Herrn. Das Einzige, was hier fehlt, ist Vitamin C. Bedeutet Paprika und Eier und du hast wirklich eine vollständige Mahlzeit. Das sind wirkliches Superfood und nicht der ganze neumodische Scheiß, der überhaupt nichts davon bringt. Eier. Deine Leinsamen zu Hause, deine Goji-Beeren. Da kommen wieder ein paar Eier hier in den Wagen. Das ist normal. Das ist so, wie viel ist das so eine Wochenration? Wir sind bei der Salami angelangt. Also natürlich muss man sagen, ich esse auch sehr gerne eine Pepperoni-Pizza. Aber das kommt nicht da rein. Denn wir müssen wirklich sagen, Fleisch jetzt einfach mal dahingestellt. Ich versuche jetzt mal nicht den ethischen Aspekt mit einzubringen. Von diesen extrem vollen fettigen Wurstwaren werden wir keinen Benefit haben. Dann geht lieber auf eine magere Hähnchenbrust oder sonstiges zurück. Aber dieses ganze extrem fettige und diese hochverarbeitete Wurstware, die würde ich dir wirklich nicht empfehlen, weil du davon langfristig gesehen keine Benefits hast. Geh lieber hier auf die Putenbrust, auf die Hähnchenbrust zurück. Das ist dann schon etwas, wo ich sage, ist besser für einen Brotbelag und spart dir einiges an Kalorien. Auch hier wieder, pro 100 Gramm hat es 305 Kalorien. Und pro 100 Gramm haben wir hier 106 Kalorien. Das heißt, das ist einfach das Dreifache, was du davon essen solltest. Tommy, kommt das auch in die Diät oder? Ja, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher so nicht. Das nicht, aber das ist doch D. Wenn du mal überlegst, so ein einziger hat halt fast 100 Kalorien. Meistens ist es halt die Kombination aus Fett und Zucker. Denn wirklich puren Zucker kenne ich niemanden, wo sich das jetzt übermäßig gönnt, sondern meistens ist eben die Schokolade und viele denken, dass das nur Zucker wäre, aber meistens sogar auch hier wieder der Fettanteil höher. Es geht immer um Kalorien und dementsprechend, wenn ihr sagt, nach einem Schokokuss seid ihr zufrieden, dann ist das vielleicht eine ziemlich gute Option für dich. Wenn du aber sagst, wenn ich einen esse und dann lege ich erst richtig los, dann wird es wiederum problematisch. Das würde ich euch wirklich mal allgemein angewöhnen. Es gibt per se nicht gut oder schlechte Lebensmittel, sondern es gibt kalorienreich und von was werdet ihr satt? Der Kevin wollte wieder was kaufen. Kevin hat gerade. gefragt, was ich hiervon halte. Die Butter-Karamellwaffeln. Jetzt haltet euch fest, für jeden, der Probleme hat, Gewicht zuzunehmen, ist das Ding perfekt. Wir haben hier 10 Waffeln. 10 Waffeln, okay. Was krass. schätzen, wie viel Kalorien eine Waffel hat? 185. Echt? Das heißt, du isst diese 10 Waffeln, das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach bei 1800 Kalorien für diese Packung, die du inhalierst. Also wenn du zunehmen möchtest, gönn dir jeden Tag so 2 Stück. Wenn du abnehmen möchtest, lass die bloß weg. Wenn wir jetzt hier die Linsenchips mit den normalen Chips vergleichen, ja, ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Also wir haben hier pro 100 haben wir 453 Kalorien und hier haben wir 529. Was ich halt bei der Portion gut finde, sie ist halt kleiner. Dementsprechend, wenn du sagst, ich esse eine Tüte Chips, bist du eben dann mit wesentlich weniger dabei. Es hat 40% weniger Fett. Wenn, würde ich ganz klar die Variante nehmen. Ich finde auch, die schmeckt extrem geil. Kevin hat erstmal recht, ACE würde wahrscheinlich jeder von uns hier erstmal mit, oh, das ist voll extrem gesund, da sind voll wieder Vitamine und so drin. Wenn wir uns jetzt angucken, Er denkt, das ist gesund. hat er recht. Es ist erstmal vegan, also muss hier erstmal gesund sein. Vegan. Okay, es ist vegan, ist schon mal wichtig. Und ganz recycelt wichtig. Pfandflasche auch. Und Okay. wenn wir uns jetzt angucken, pro 100 Milliliter, hat er natürlich recht, sind es 43 Kalorien. Das Voll ist jetzt gesund. erstmal nicht viel. Aber wahrscheinlich trinkst du davon eher mindestens 300 bis 400 Milliliter. Da haben wir schon wieder 160 Kalorien. Und Säfte haben ja extrem viel Fructoseanteil und zwar hier sehr gebündelt, weil wir haben ja keine Ballaststoffe dabei, wie jetzt beispielsweise im Obst, wo du eben die ganze Frucht noch hast. Und wir wissen,
dass vor allem im Kalorienüberschuss Fructose mit hoher Wahrscheinlichkeit sich sehr an die Leber festsetzen kann, würde ich keine Säfte trinken, wenn ich Gewicht verlieren möchte. Außer, wie gesagt, bei Ausdauersportarten, dann ist das in Ordnung, da brauchen wir die schnelle Energie, da wird sie auch verwertet. Aber ansonsten holt euch keine Getränke mit Kalorien oder keine Säfte, sagen wir es mal so. Oh. Wir haben den Benny die ganze Zeit gesucht und haben ihn gefunden in der Bierabteilung. Tommy, willst du nicht einschreiten? Ja, ich glaube, das Hopfenmalz verloren. Alkohol ist halt immer scheiße. Hast du gehört, Benny? Ich meine, keine gute Party startet mit Jetzt Salat. kaut er auch noch. Aber ist halt nicht geil. Ich glaube, mir gibt es dazu wirklich nichts zu sagen. Ist aber nicht gut. Warum ist das scheiße? Am Ende ist halt Nervengift, was du da trinkst. Das macht dich lustig oder halt auch dumm. Aber manchen Leuten ist auch schon Wurscht, oder? In welcher Form von Wurst? Naja, Nervengift. Achso, ja. Gibt's nicht mehr so viel zu töten. Gibt's nicht mehr viel. Hey, hier Benny und Kevin, nochmal ganz kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es uns die Welt bedeuten, wenn ihr einfach kurz auf Subscribe klickt. Lasst auch gerne ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, aber auch gerne vielleicht, was ihr für zukünftige Interviewpartner gerne da hättet. Wir machen das Menschenmöglichste, dass wir die Interviewpartner rankriegen. Und ja, vielen Dank. Let's grow. Wir haben jetzt mega viel von dir über Einkauf und Ernährung, auf was man achten sollte, gelernt. Jetzt gibt es ein paar Stoffe, die der Körper nicht selber herstellen kann und auch die irgendwie bei der Ernährung, wenn man auch auf eine ausgewogene Ernährung irgendwie achten will, irgendwie trotzdem zu kurz kommen. Das heißt, wenn wir jetzt mal über Supplements reden, gibt es da irgendwas, was du da eine Meinung dazu? Also, Supplemente erstmal vorneweg sollten eine Ergänzung sein. Und das wird halt mittlerweile komplett falsch auf Social Media dargestellt. Es geht nur noch darum, noch mehr Supplemente zu nehmen. Das wird halt schwierig. Wenn ich ein Supplement empfehlen kann, guten Gewissens, weil es hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich und wahrscheinlich auch in der Schweiz wirklich zu 99% notwendig ist, ist es Vitamin D3. Vitamin D3 ist ein Sonnenhormon und das wird eben nur durch die Sonne aufgenommen. Jetzt haben wir in Deutschland sowieso nicht viel Sonne. Wenn, arbeiten wir wahrscheinlich trotzdem noch viel im Büro. Und wenn mal Sonne da ist, cremen wir uns hoffentlich ein, aufgrund schon des Hautkrebsrisiko. Und wenn wir uns eincremen, dann wird wahrscheinlich die Sonne nicht mehr durchkommen und wir können es nicht mehr synthetisieren. Wie hoch du natürlich Vitamin D3 supplementieren solltest, das müssen wir übers Blutbild feststellen. Dann macht es Sinn, für mich persönlich, für viele, wahrscheinlich auch ein Omega-3 zu supplementieren. Das müsste man auch über den Omega-3-Index einmal übers Blut abnehmen lassen. Die meisten Menschen kommen nicht auf ein Kilo fettigen Fisch die Woche. A, schmeckt es ihnen viel nicht und B, ist es auch schon ziemlich teuer. Da können Omega-3-Kapseln Sinn machen. Ein Eiweißpulver ist, finde ich, halt eigentlich kein Supplement, ist eigentlich irgendwo ein Nahrungsmittel. Ist ja nur getrocknete Milch. Feiere ich extrem, weil man damit eben beispielsweise ein Porridge, was eben sonst nicht viel Eiweiß hat, kann man eben damit schon ziemlich gut aufpimpen. Ist super einfach, super günstig, wenn man das auch mal vergleicht, wie viel Fleisch man dafür essen müsste. Muss jeder für sich wissen. Ich kann aus der Erfahrung sagen, dass alle Frauen bei mir bisher immer einen Eisenmangel hatten. Das ist auch irgendwo logisch, weil meistens die Frauen wenig Fleisch essen, fast gar kein rotes Fleisch und dann durch die Periode eben auch noch viel Blut verlieren. Das kann man schon fast immer sagen. Und wenn du vegan/vegetarisch lebst, dann wird es auch fast unabdingbar sein, dass du ein Vitamin B12 nimmst. Und alles weitere, Magnesium, Zink und so weiter, kann Sinn machen, muss man aber am Blutbild eben feststellen. Und dann natürlich performanceorientiert kann ein Kreatin eben auch Sinn machen. Nimmst du noch zusätzliche Aminosäuren zum Protein? Genau, das ist ja so ein Thema. Aminosäuren, wenn es ein vollständiges Aminosäurenprofil hat, alle essentiellen Aminosäuren, dann haben wir ein Proteinpulver. Du brauchst nicht zusätzlich nochmal Aminosäuren nehmen, wenn du ein hochwertiges Proteinpulver hast, weil da sind alle Aminosäuren drin. Und ein nicht vollständiges Aminosäurenprofil führt dazu, dass du nicht optimal aufbauen kannst. Mal ganz einfach dargestellt, du willst ein Haus bauen, du hast einen Elektriker, du hast einen Maurer, dir fehlt aber der Fliesenleger. Dann kannst du das Haus nicht komplett fertigstellen. Und so ist es eben auch. Es gibt vegane Proteinpulver, wenn sie schlecht konzipiert sind, dann haben sie nicht alle essentiellen Aminosäuren und der Körper kann damit eben nicht 100%ig arbeiten. Wenn es aber eine Kombination ist aus beispielsweise Reis und Erbsenprotein, dann ist es vollständig und es kann genauso gut verwendet werden. Also zusätzlich Aminosäuren
fällt mir kein Szenario ein, wo es eben sinnvoll ist. Myth busted. Hier wird TK-Gemüse verarbeitet. Lecker. Zum Abschluss wurden wir auch noch bekocht. Danke, Chris. Okay, Kevin. Wir haben ja heute den Tag mit dem Personal Coach Tommy verbracht. Wir waren trainieren mit ihm, haben gut gegessen, waren dann zusammen einkaufen, wissen jetzt so was, wie viele Kalorien hat und so weiter. Was ist so dein Recap, dein Resümee? Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, ich glaube, wir haben beide jetzt zwar nicht so keine Experten, aber haben uns schon immer irgendwie mit Sport auseinandergesetzt. Und trotzdem fand ich, gab es schon einige Insights noch, und was eben auch so Low-Hanging Fruits ist, so, was sind so die Sachen, die man eigentlich immer zu Hause haben sollte, ob jetzt Supplements sind oder so Grundnahrungsmittel, was sind so Grundübungen, die irgendwie immer auch in einen busy Tag reinpassen. Und das hat mir einfach nochmal sehr viel Confidence gegeben, da jetzt selber durchzustarten. Genau, aber sau fertig. Ich bin auch richtig am Arsch, das sieht man wahrscheinlich auch. Eigentlich wollen wir dieses Video gar nicht sehen gerade. Ich glaube, was schon so bei mir angekommen ist, man muss auf jeden Fall halt verstehen, so bei den Kalorien, ob man abnehmen will oder zunehmen will, dass man das Ganze irgendwie mal so ein bisschen einordnen kann. So welche Nahrungsmittel haben welche Kalorien. Und das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert, dass man so ein paar Sachen achten muss, eigentlich nur Kaloriendefizit oder Überschuss und dann, was du letztendlich isst, ist gar nicht so wichtig. Klar, du musst irgendwie schauen, dass du deine Vitamine irgendwie in den Tagen verteilt reinkriegst und deine Proteine, aber sonst kannst du auch Sachen wie Cornflakes oder, keine Ahnung, mal eine Schokolade essen. Du musst einfach nur schauen, immer Kalorien, musst halt immer die Kalorien irgendwie im Kopf haben. Und er hat auch noch so ein bisschen Kontext zu diesen Sachen, wo man schon dachte, okay, so Vollkornnudeln sind irgendwie gut, aber warum? So, das war jetzt eigentlich auch ganz cool, nochmal mehr zu verstehen. Und Linsennudeln sind die besten Nudeln. Linsennudeln und keine Karamell. Alright, brother. Okay.